Kaigas Assault könnte heute einen neuen Rekord gemacht haben auf FEC. Da waren irgendwie 1260 Leute registriert. Das ist ganz schön crazy. Ich meine, klar, 8 davon war ich und gibt natürlich einige Leute, die sich da 8-mal anmelden. Und extrem viele, die sich mindestens 2-mal anmelden. Also effektiv sind es wahrscheinlich eher so 500 oder so, 400, 500 Spieler. Aber es ist trotzdem die Anzahl der Charakter irgendwie sehr krass. Mein Charakter war mal komplett unsichtbar. Da ist nur das schwebende CS rumgelaufen. Gibt es ein Video von. Ich glaube, da war ich nur noch mein CS. Mein kompletter Charakter war einfach invisible. Aber das CS nicht. Ich war quasi Mr. Invisible. Der nur dann invisible ist, wenn er sich nackt auszieht. Aber es ist so. Da will man nicht drüber nachdenken. Siehst du, das ist das, was leider viele 1v1s nicht lernen, Mitsune. Weil viele 1v1s sagen halt, sie lassen sich nicht wegekeln und gehen dann halt auch wirklich nicht weg und probieren dann quasi richtig Stress anzufangen mit einem AOEler. Wobei ja eigentlich von vornherein klar ist, dass sie den Fight niemals gewinnen können. Ich meine, wie willst du jemals, zum Beispiel als BP, wie willst du jemals gegen einen Elementor oder Psy gewinnen, in Anführungszeichen? Ich meine, was heißt schon gewinnen in dem Kontext? Aber halt, es ist einfach nur verschwendet. Es ist einfach nur, du tust dir einfach selber keinen Gefallen. Und also ich kann es nur aus der Sicht eines Elementors sagen. Aber ich persönlich habe das Gefühl, dass viele 1v1s halt einfach zu hohe Ansprüche haben. Ich meine, klar will immer jeder am besten Spawn leveln. Das verstehe ich schon, das würde ich auch machen, grundsätzlich. Würde ich erstmal dahin gehen, wo der beste Spawn ist. Und wenn er frei ist, egal ob 1v1 oder was auch immer, würde ich immer dort leveln. So, das ist klar. Das will jeder. Was ich aber nicht machen würde, wenn ich 1v1 spielen würde, ist, ich würde nicht zum besten Spawn gehen, wenn dort schon Leute AOEen und dann erwarten oder halt fordern, dass die mir dann die Hälfte des Spawns überlassen. Oder ich meine, überhaupt irgendwelche Forderungen zu stellen. Oder halt eben, wie ich es gerade gesagt habe, probieren dann irgendwie Krieg gegen die anzufangen, um die dann irgendwie wegzuekeln. Aber ich meine, wie soll das jeweils funktionieren? Wie willst du als 1v1, wie willst du denn fucking Elementor oder so wegekeln? Das geht nicht. Der tötet 5-mal so viele Monster wie du. Also letztendlich bist du nur eine kleine, du bist wie so eine Fliege, die um ihn herum schwirrt. Ja, du nervst zwar, aber niemals genug, dass er jemals wechseln wird oder so wegen dir. Und leider machen das aber halt Leute, dass sie halt, wie gesagt, einfach zu hohe Ansprüche haben. So, ja, gib mir den halben Spawn zum Beispiel. Das war, wie gesagt, kurz bevor ich Mammuts verlassen habe, war das bei den Cannibal-Mammuts so. Da war ich ja immer oben da. Und ich meine, es sind ja eh nicht viele Cannibal-Mammuts. Das sind vielleicht 150 Monster. Und die spawnen halt, wenn du sie links tötest, spawnen sie rechts. Wenn du sie rechts tötest, spawnen sie wieder links. Da muss man die ganze Zeit hin und her laufen. Was ja eigentlich üblich ist im High-Level-Gebiet, dass du nie einfach an der gleichen Stelle bleiben kannst. Und dann kommt da ein 1v1-BP hin und sagt, yo, bleib mal auf deiner Seite. Ich, AOE-Elementor, töte 5-mal so viele Monster wie er. Und er sagt einfach, bleib mal auf der anderen Seite. So, ich töte meine Seite nach 20 Sekunden, hab keine Monster mehr und dann will der quasi, und dann erwartet er, dass ich auf meiner Seite bleibe, während bei ihm 500 Monster rumstehen, die er niemals töten kann, bis der seine Seite geklärt hat. Der braucht legit 20 Minuten dafür und er erwartet ernsthaft, dass ich da dann einfach nicht mehr hingehe, nur weil er sagt, ja, bleib mal auf deiner Seite. So, Junge, so funktioniert das nicht. Also, das ist einfach nur geistesgestört. Ich verstehe es halt einfach nicht. Also, wie kann man ernsthaft erwarten, dass jemand anders dann sagt, ah, hast recht, ja, sorry, ich bleibe auf meiner Seite. Ich stehe jetzt einfach dumm rum und warte, bis du 100 Monster getötet hast, bis sie dann bei mir wieder respawnen. Mein Fehler, sorry, Bro, mache ich natürlich. Also, geistesgestört. Wenn das auch ein Elementor gewesen wäre,
Dann hätte man sagen können, okay, dann würde das vielleicht sogar halbwegs Sinn ergeben, dass man sich das so aufteilt oder so. Wenn so viel los ist, dass man nicht ausweichen kann an einen anderen Spawn oder an einen anderen Channel, auf einen anderen Channel, dann könnte man das grundsätzlich schon so machen, theoretisch. Aber überhaupt die Diskussion anzufangen mit einem 1v1, sich den Spawn zu teilen, wenn einfach nur die Verhältnisse so, also quasi 80-20 oder 90-10 sind, also der Elementor oder der AOEler tötet so viel mehr Monster, das kann niemals funktionieren. Also was erwarten die Leute dann eigentlich? So, what the fuck, Junge? Wofür brauchst du 100 Mammuts? Du brauchst legit 10 Minuten, um die zu töten. Was soll die Scheiße? Du brauchst nicht so viele Monster. Das ist crazy. Und das ist halt genau das Problem. Deswegen gibt es da immer wieder Streit. Andere Leute checken halt, okay, geiler Spawn, da gehe ich hin. Aber wenn dann halt ein AOEler kommt und der geht mir so dermaßen auf den Sack, dann habe ich halt entweder zwei Möglichkeiten. Ich probiere einfach es zu akzeptieren, dass der dann da ist und probiere dann halt immer in die entgegengesetzte Richtung zu leveln. Das ist ja das, was ich immer sage. Wenn ich einen Elementor sehen würde als 1v1, ich würde immer gucken, okay, der läuft jetzt nach links, dann laufe ich nach rechts. Weil dann sehen wir uns für 2-3 Minuten nicht mehr, weil er läuft ja in die andere Richtung. Und das heißt, wir begegnen uns jetzt erstmal für eine Weile nicht mehr. Und wenn wir uns wieder begegnen, dann wieder. Er läuft nach links, dann laufe ich nach rechts. Er läuft nach rechts, dann laufe ich nach links. So. Dass man sich möglichst wenig begegnet. Und dann geht man sich auch nicht gegenseitig so hart auf den Sack. Oder im schlimmsten Fall wechselt man dann halt einfach den Spot. Da muss man halt von dem besten Spawn weggehen, wo halt eh die meisten AOEler dann rumlaufen. Weil es gibt ja viele Spawns, wo halt für AOE so ungeeignet sind. Das sollte man halt eigentlich auch wissen, wenn man schon länger spielt. Wo zum Beispiel Elementoren niemals hingehen würden. Oder wo generell weniger AOE-Leute hingehen. Also zum Beispiel bei den Captain Klarfahren, da wirst du fast nie einen Elementor sehen, weil Elementoren da einfach nicht hingehen. Heißt nicht, dass da keine AOEler sind, also dann Ringmaster oder so. Zugegebenermaßen. Es gibt ja noch mehr AOEler als nur Elementoren. Aber vom Prinzip her gibt es halt auch Spawns, wo dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass mal kein AOEler dort ist. Oder so. Also muss man halt auch irgendwie mal halt einfach seine eigenen Ansprüche anpassen, was halt einfach realistisch ist. An das, was realistisch ist. Und wie gesagt, du kannst nicht am besten Spawn erwarten, dass wenn ein AOEler kommt, dass der dann auf deine Forderungen eingeht oder so. Oder wenn du generell an den AOE-Spot gehst als 1v1, dass dann die Leute halt einfach sagen, ja klar, mache ich natürlich. Du sagst hier, mach dies und jenes und dann machen die Leute das. Also ich meine, das ist ja crazy. Also, so sehe ich das. In Coral Island zum Beispiel musst du eigentlich nur zu Kingston gehen, als ein Beispiel. Also es wäre so ein Spot, wo du wahrscheinlich keine AOEler antreffen wirst. Aber wenn du zu Crappern gehst und dich dann aufregst, oh Mann, die ganzen AOEler nehmen sich den ganzen Spawn. Ja, dann geh einfach zu Kingston, Bro. Da wirst du ganz sicher keine Elementoren antreffen, kein Psy und höchstwahrscheinlich generell ziemlich wenige AOEler. Gut, das ist jetzt nur ein Spot leider. Ja, aber gut, wobei Aatrox gehen AOEler eigentlich auch nicht hin. Aatrox und Kingston auf jeden Fall, wenn schon mal zwei Spawns, wo du eine relativ geringe Chance hast, auf AOEler zu treffen. Oder zumindest auf Psys und Alice. Manchmal laufen da Master-Questler rum, die alles one-shotten. Ja, mit denen muss man natürlich auch leben. Aber ganz ehrlich, das finde ich grundsätzlich jetzt nicht so schlimm. Was ich wirklich schlimm fand, war, also legit, als ich Level 80, 90 war und erst das erste Mal so in Darkon 3 gelevelt habe, da waren schon die ersten Arschlöcher unterwegs, die da schon als Master gelevelt haben und halt die Spots dann quasi direkt nochmal belegt haben. Wo halt noch wirklich die Hölle auf Erden los war. Also innerhalb der ersten 4 Wochen war das. Und da muss ich halt sagen, also das war schon echt unnötig, weil... Also ich meine, klar, irgendwann willst du Master machen, ich meine, das verstehe ich schon und ich meine, klar, wo sollen sie sonst leveln? Ich meine, ja, keine Frage. Ich meine, ich will denen jetzt nicht absprechen, dass sie da nicht leveln dürfen. Aber die waren ja selber doch nicht mal 160. Oder geschweige denn, manche waren wahrscheinlich noch nicht mal 140. Und die haben halt instant quasi angefangen, Masters Quests zu machen. Und
Also das war schon einfach nur unnötig, weil da war wirklich auf jedem Channel, immer musstest du mit 2, 3 Leuten den Spawn eh schon teilen. Und die Aueler oder die Master Questler, die hatten ja auch noch übelst das gute Equipment. Die hatten meistens 120er oder 135er Stats, also übelst die kranke Killtime. Bei Level 90er oder 100er Monstern. Ich meine, muss man sich immer geben, was die da für eine legendäre Killtime hatten. Und du hast eh schon gestruggelt mit 2, 3 Leuten am Spot, also war eh schon ätzend. Und dann kommt ein Aueler her und macht noch richtig Dampf, sodass es einfach überhaupt keinen Spaß mehr macht. Und da muss man schon wirklich sagen, also das hätte man schon echt, also das war einfach nur unnötig. Und wie gesagt, die meisten von denen waren safe nicht 160. Ich habe letztens auch einen gesehen, der war Level 145, das ist schon einen Monat her oder so. Aber der war Hero 100, nicht höher als 144, ich glaube er war 144. Und du kannst Hero erst machen, wenn du 140 bist. Das heißt, er hat bis 140 wahrscheinlich gelevelt und dann nur noch Hero gelevelt, probably. Ich meine, ja, gut, kann man machen, aber es ist halt irgendwie auch schon ein bisschen komisch. Also, I guess es sind dann PvP-Spieler oder so, die da so großen Wert drauf legen und sich aber nicht den Battle Pass kaufen wollen oder so, keine Ahnung. Aber also für mich ist es irgendwie ein bisschen suspekt, dass man halt gefühlt das Erste, was du machst, ist einfach Instant Hero und Master grinden, bevor du irgendwas anderes machst. Das ist irgendwie für mich so ein bisschen seltsam.